Wenn das Geld sein Genom verliert. Das Tarschisch-Abenteuer des Osmanischen Reiches im 16. Jahrhundert. Wir sagen ja oft, die Geschichte wiederholt sich selbst. Tatsächlich laufen die Dinge in der Welt der Wirtschaft genauso ab. Die Jahrhunderte ändern sich, die Kleidung ändert sich, die Gebäude werden gigantisch, aber jener alte, listige Trick, den riesige Imperien und Staaten anwenden, wenn sie in der Klemme stecken, bleibt immer derselbe. Wenn die finanziellen Ressourcen schwinden und die Schatzkammer Alarm schlägt, geht kein Staat ehrlich vor sein Volk und sagt, Leute, wir sind pleite, in der Kasse ist kein Cent mehr. Sie führen auch nicht Knall auf Fall über Nacht verrückte Steuern ein, die jeden rebellieren lassen würden, zumindest am Anfang nicht. Stattdessen greifen sie zu einem viel heimtückischeren, viel leiseren Weg. Sie manipulieren das Genom des Geldes. Sie wachen morgens auf und das Geld in ihrer Tasche ist dasselbe Geld. Das Siegel des Sultans oder Königs darauf ist dasselbe, der Name ist derselbe, der Staat verspricht ihnen immer noch denselben Wert. Aber im Inneren dieses Geldes, tief in der Substanz, hat sich etwas verändert. Der Silberanteil ist dünner geworden, das Gewicht der Münze hat abgenommen. Das edle Metall, das das Geld erst zu Geld macht und ihm diese geheime Macht verleiht, hat sich langsam von der Bühne verabschiedet. Am Anfang merkt das keine Seele. Das Leben geht ganz normal weiter. Märkte werden aufgebaut, Soldaten erhalten ihren Sold, Händler wiegen die Münzen kurz in der Hand und gehen ihren Geschäften nach. Aber wie man so schön sagt, Lügen haben kurze Beine. Die Wahrheit beginnt langsam durchzusickern. Zuerst wittern die gewieften Großhändler den Braten, dann werden die Geldwechsler und Bankiers wach und am Ende trifft die bittere Realität den einfachen Bürger, der dieses Geld am dringendsten braucht, wie ein Schlag ins Gesicht. Das Geld in seiner Tasche ist nicht mehr das alte Geld. Genau das ist der Moment, jener Wendepunkt, an dem die Menschen merken, dass die Macht in ihren Händen wegschmilzt, in dem die Halsschlagader des Finanzsystems reißt. Denn das, was wir Geld nennen, ist weder Gold noch Silber, noch ein Stück Papier wie heute. Geld ist ein rein psychologischer Glaube. Und wenn dieser Glaube erst einmal in Scherben liegt, kann man zusehen, wie stolze Imperien und gigantische Volkswirtschaften wie Dominosteine in sich zusammenbrechen. Der Höhepunkt der Macht, der Herr der Märkte und das Symbol des Vertrauens, die Aktie. Stellen Sie sich das 16. Jahrhundert vor. Das Osmanische Reich befindet sich an einem Punkt, an dem es im wahrsten Sinne des Wortes die Supermacht der Welt ist. Eine Armee, die bis vor die Tore Wiens vorgedrungen ist, auf der einen Seite die Wüsten Arabiens, auf der anderen die fruchtbaren Böden des Balkans und die unerschöpfliche Handelsenergie Kairos. Wenn man auf die Karte blickt, sieht man einen gigantischen Riesen, der die Kontinente miteinander verbindet und die kritischsten Handelsautobahnen der Welt kontrolliert. Die Hauptstadt Konstantinopel, Istanbul, ist ein einziger großer Jahrmarkt, das Herz der Welt. Aus Asien kommende, mit Seide beladene Karawanen treffen hier auf riesige Handelsschiffe, die das Mittelmeer überquert haben. Während von den Märkten der Duft von Gewürzen aufsteigt, wechseln Seide, Getreide, Stoffe und Edelmetalle den Besitzer. Venezianische Adlige, iranische Teppichhändler und nordafrikanische Kaufleute verhandeln am selben Tisch in diesem Hafen. Das Reich ist nicht nur territorial groß, es druckt Geld, wie man so schön sagt, so dynamisch ist es. Doch was hielt dieses riesige Getriebe, die Soldaten, die diese tausenden Kilometer langen Grenzen bewachten, die Gerichte und die Bürokratie im gleichen Rhythmus? Natürlich ein solides Geldsystem. Und der Hauptdarsteller jener Zeit war eine winzige Silbermünze, die einem durch ihr Klimpern Vertrauen schenkte, wenn man sie in die Hand nahm. Die Aktie. Die Aktie war das finanzielle Rückgrat des Osmanischen Reiches. Der Preis für Tomaten auf dem Markt wurde ebenso in Aktie bestimmt wie die vom Staat eingezogenen Steuern. Vor allem aber erwarteten die Soldaten, die ihr Leben aufs Spiel setzten, ihren Sold in Form von glänzenden Aktiestapeln. Und hinter diesem Geld stand ein Vertrauen wie eine Festung. Die osmanischen Münzstätten hatten den Silbergehalt der Aktie über Generationen hinweg wie ihre Ehre gehütet. Das Volk wusste ganz genau, wie viel Silber in den Münzen steckte. Der Bauer, der seinen Weizen verkaufte, und der Händler, der sich auf eine monatelange Reise begab, waren beruhigt, denn sie wussten, dass die Aktie in ihrer Tasche überall Türen öffnen würde. Geld war nicht nur ein Stück Metall, sondern der greifbare Beweis für die Macht und Stabilität des Staates. Die Kriege dauern länger, die Kassen leeren sich, die süße Plage namens Tarschisch. Doch Freunde, so viel Pracht und Stabilität aufrechterzuhalten, hatte natürlich einen sehr hohen Preis.
Das Osmanische Reich war kein Handelsstaat, der brav an seinem Platz saß. Es musste ständig wachsen, ständig die Grenzen ausdehnen. Im Westen stand ihnen mit den Habsburgern die am tiefsten verwurzelte und verbissenste Dynastie Europas gegenüber. In den Ebenen Ungarns und den Bergen des Balkans wurden endlose Feldzüge geführt, Festungen wurden gebaut und logistische Vorräte in diesen Festungen angelegt. Wenn man den Blick nach Osten wandte, traf man auf das safavidische Persien, das den Osmanen im Kaukasus und in Mesopotamien das Leben schwer machte und sie bei jeder Gelegenheit herausforderte. Krieg zu führen bedeutete, immense Summen auszugeben, Armeen auszurüsten, Tausende von Pferden zu füttern, Schießpulver zu produzieren und diese schweren Kanonen über Stock und Stein Tausende von Kilometern weit zu transportieren. Und dann gab es da noch die Janitscharen, den Augapfel dieser Armee. Diese Elite-Infanterieeinheit, die durch das Knabenlesesystem Devschirme ausgebildet wurde, den Feinden Angst und Schrecken einjagte und extrem diszipliniert war nicht von der Sorte, der Krieg ist vorbei, kehren wir heim und bestellen das Feld. Sie waren Berufssoldaten. Sie erhielten vom Staat alle 3 Monate ein Gehalt namens Ulufe. Und wie Sie sich vorstellen können, hing die Loyalität dieser Männer zum Staat strikt davon ab, dass diese Gehälter pünktlich und in echtem Wert gezahlt wurden. Mit der Zeit, als das Reich expandierte, bemerkte man etwas. Die Kosten für den Unterhalt des Systems stiegen viel schneller als die Steuereinnahmen, die das System einbrachte. Kriege dauerten nicht mehr nur ein paar Monate, sondern Jahre. Die Bürokratie war träge geworden. Mit dem Wandel der Militärtechnologie wurde alles teurer. Die Schatzkammer war buchstäblich außer Atem. Zuerst versuchte man, die Situation zu meistern, indem man an den Steuern schraubte und Kredite von reichen Kaufleuten aufnahm. Aber irgendwann war das Ende der Fahnenstange erreicht. Und jene teuflische Idee, die im Laufe der Geschichte jedem Herrscher in der Klemme in den Sinn kommt, blitzte auch in den Köpfen der osmanischen Beamten auf. Gehört die Münzstätte nicht uns? Prägen wir das Geld nicht selbst? Wenn wir also den Wert des Geldes ein kleines bisschen verändern, wer wird das schon merken? Gegen Ende des 16. Jahrhunderts begannen die osmanischen Finanziers mit jener berühmten Operation, die als Tarschisch, Münzentwertung, in die Geschichte eingehen sollte. Das äußere Erscheinungsbild des Geldes, der Name, das Bild, alles blieb gleich, aber in der Münzstätte begann man, Kupfer unter das Silber zu mischen und die Münzen leichter zu machen. Während eine Aktie zu Beginn des Jahrhunderts noch 0,68 Gramm reines Silber enthielt, sank dieser Anteil gegen Ende des Jahrhunderts fast um die Hälfte. Auf dem Papier war es ein genialer Plan. Wenn man 100 Kilo Silber hatte und den Silbergehalt jeder Münze halbierte, konnte man theoretisch doppelt so viele Münzen prägen. Der Staat konnte plötzlich aufatmen. Der Sold der Janitscharen wurde gezahlt, Schulden wurden beglichen und nach außen hin das Image gewahrt, dass alles unter Kontrolle sei. Es war genau das, was wir heute als Gelddrucken oder monetäre Lockerung bezeichnen. Aber die Wirtschaft hat eine gnadenlose Regel. Kostenlosen Käse gibt es nur in der Mausefalle. Die Rechnung für diesen süßen Traum sollte bald, erst langsam, dann wie eine Lawine, über allen zusammenbrechen. Auf dem Markt herrscht Chaos. Das Inflationsmonster betritt die Bühne. In den ersten Monaten war alles eitel Sonnenschein. Aber der Markt ist nicht dumm, Freunde. Die Geldwechsler und Großhändler, die mit Millionen von Aktien handelten und die Qualität des Geldes allein am Gewicht erkannten, merkten sofort, was los war. Mensch, diese Münzen sind sowohl leichter geworden als auch seltsam verfärbt. Hier ist zu wenig Silber drin, hieß es. Wenn ein Händler merkt, dass das Silber in dem Geld, das er für seine Ware erhält, abgenommen hat, was tut er dann? Natürlich erhöht er die Preise. Früher habe ich diesen Stoff für 10 Aktien abgegeben, aber diese neuen Aktien haben nicht mehr die alte Kraft. Ab jetzt zahlst du 20 Aktien, begannen sie zu sagen. Und so nistete sich jenes heimtückische Monster, die Inflation, im Herzen der osmanischen Wirtschaft ein. Die Getreidepreise schossen in die Höhe, Stoffe wurden zum Luxusgut und alltägliche Gegenstände wurden unerschwinglich. Wissen Sie, wer hier den härtesten Schlag einstecken musste? Natürlich die Festangestellten, die Janitscharen. Der Staat gab ihnen zwar immer noch, sagen wir, 100 Aktien, aber wenn diese 100 Aktien auf den Markt getragen wurden, füllten sie nicht einmal mehr die Hälfte des alten Korbes. Die Kaufkraft der Soldaten war am Boden. Es gibt kaum etwas Gefährlicheres als eine Berufsarmee, die hungert, ihre Familie nicht ernähren kann und glaubt, vom Staat betrogen worden zu sein. Und genau so kam es.
Das Ende des 16. und der Beginn des 17. Jahrhunderts waren in den Straßen Istanbuls vom wütenden Geschrei der Janitscharen erfüllt. »Wir wollen kein minderwertiges Geld«, riefen sie und zettelten Aufstände an, sie stürzten die riesigen Kessel um, was symbolisch für Meuterei stand, und zogen vor die Tore des Palastes. Die Staatsführung wusste nicht mehr ein noch aus. Diese Aufstände waren nicht nur wirtschaftlicher Protest, sie bedeuteten den totalen Autoritätsverlust des mächtigen Staates. Es ging so weit, dass die wütenden Soldaten die Köpfe der für die Finanzen zuständigen Bürokraten forderten. Großwesire wurden gestürzt und sogar Sultane verloren ihren Thron. Der Palast befand sich in einem Teufelskreis. Um die Ausgaben zu decken, werteten sie das Geld durch Tarschisch ab. Wenn das Geld an Wert verlor, explodierte die Inflation. Wenn die Inflation explodierte, rebellierten die Soldaten. Um die Soldaten zu beruhigen, musste noch mehr Geld geprägt werden, und so manipulierte man wieder den Feingehalt des Geldes. Ein wahrer finanzieller Sumpf. Und genau in dem Moment, als das Osmanische Reich in diesem Sumpf zappelte, schwappte ein völlig unvorhergesehener, gigantischer Finanztsunami von der anderen Seite des Ozeans herüber und traf das Reich mit voller Wucht. Der Silbertsunami aus Amerika und die Preisrevolution. Wechseln wir nun die Perspektive komplett und reisen nach Südamerika auf das Gebiet des heutigen Bolivien. Dort entdeckten die spanischen Konquistadoren etwas, das die Weltgeschichte von Grund auf veränderte: die Minen von Potosí. Aus diesem riesigen Berg, den die Spanier Cerro Rico, also reicher Berg, nannten, floss buchstäblich Silber. Zehntausende Ureinwohner und Sklaven wurden Tag und Nacht angetrieben, um Unmengen an Silber aus dem Berg zu schlagen. Spanische Galeonen füllten ihre Bäuche mit diesem Silber, überquerten den Atlantik und pumpten es nach Europa. Von dort aus verbreitete es sich über die Handelsnetzwerke auf der ganzen Welt bis nach Asien. Historiker berichten, dass damals Hunderttausende Tonnen neues Silber auf den Markt kamen. Dies war einer der größten monetären Schocks, die die Menschheit je erlebt hatte. Von außen betrachtet könnte man sagen: Wie schön, es hat Silber geregnet, überall ist Silber, wir sind reich geworden. Aber weit gefehlt. Wenn in einer Volkswirtschaft die Geldmenge, also das Silber, viel schneller steigt als die Menge der produzierten Güter, sinkt der Wert des Geldes und die Preise für Waren schießen in den Himmel. Europa musste dies schmerzhaft am eigenen Leib erfahren, und Historiker nannten diese Epoche die Preisrevolution. In Spanien, Frankreich und England flogen die Weizenpreise davon, die Mieten vervielfachten sich, das Volk verarmte. Das Osmanische Reich betrieb zwar keine Minen in Amerika, befand sich aber im absoluten Epizentrum des Welthandels. Europäische Händler strömten mit diesem billigen und im Überfluss vorhandenen Amerikasilber auf die osmanischen Märkte. Die ohnehin schon durch das Tarschisch geschwächte osmanische Akze war gegen diese riesige Silberwelle völlig schutzlos. Als der Wert des Silbers auf dem Weltmarkt sank, stürzte auch die Kaufkraft der Aktie noch einmal ab, dieses Mal weitaus heftiger. Die Märkte glichen einem Flammenmeer. Das Osmanische Reich betrieb zwar keine Minen in Amerika, befand sich aber im absoluten Epizentrum des Welthandels. Europäische Händler strömten mit diesem billigen und im Überfluss vorhandenen Amerikasilber auf die osmanischen Märkte. Die ohnehin schon durch das Tarschisch geschwächte osmanische Akçe war gegen diese riesige Silberwelle völlig schutzlos. Als der Wert des Silbers auf dem Weltmarkt sank, stürzte auch die Kaufkraft der Aktie noch einmal ab, dieses Mal weitaus heftiger. Die Märkte glichen einem Flammenmeer. Der Faden reißt. Was passiert, wenn das Vertrauen schwindet? Genau hier, Freunde, liegt der Hund begraben. In dem Moment, in dem das Vertrauen in das Geld innerhalb einer Wirtschaft schwindet, verliert der Staat die Kontrolle. Das Volk und die Händler sehen, dass die Aktie in der Tasche von Tag zu Tag schmilzt, und niemand will mehr Aktie behalten. Jeder versucht, das Geld so schnell wie möglich loszuwerden. Die alten Akze, die noch etwas hochwertiges Silber enthielten, wurden vom Markt gezogen und unter dem Kopfkissen versteckt. In der Wirtschaft nennt man das Greshamsche Gesetz. Schlechtes Geld vertreibt gutes Geld aus dem Umlauf. Die Menschen flüchteten in Gold. Händler, die dem Geld nicht trauten, sagten: Bring mir keine Aktie, bring mir entweder Ware zum Tauschen oder bring mir Gold. Grund und Boden wurden zur sichersten Anlageform. Mit anderen Worten, das Volk floh panisch vor dem offiziellen Geld, das der Staat druckte. Das Osmanische Reich erwachte zu Beginn des 17. Jahrhunderts, inmitten dieser Finanzkatastrophe. Steuern konnten nicht mehr eingetrieben werden, weil sich der Wert des Geldes täglich änderte.
Beamten und Soldaten konnte kein adäquater Sold mehr gezahlt werden. Die Provinzgouverneure begannen, als sie sahen, dass das Geld der Zentrale zu Altpapier geworden war, auf eigene Faust zu handeln und ihre eigenen Finanzsysteme aufzubauen. Das Osmanische Reich ging an dieser Krise nicht zugrunde. Es blieb noch jahrhundertelang als riesige Macht auf der Landkarte bestehen, aber jenes alte, wie am Schnürchen laufende Finanzrückgrat, um das es einst von allen beneidet wurde, erlangte nie wieder seine alte Stärke. Eine finanzielle Lektion für die Ewigkeit. Was sollten wir, die Menschen von heute, aus dieser Geschichte der osmanischen Finanziers und Janitscharen vor 500 Jahren lernen? Heute hobeln sie in den Münzstätten vielleicht keine Ränder mehr von den Münzen ab und mischen Kupfer darunter. Unser Geld liegt als Papier in unseren Taschen oder ist meist gar nicht mehr sichtbar. Es besteht nur noch aus digitalen Zahlen in Bank-Apps. Aber die Spielregeln sind heute noch haargenau dieselben wie im 16. Jahrhundert. Jede Regierung, die in der Klemme steckt, deren Schulden sich anhäufen oder die in eine Krise gerät, hat immer den Finger auf dem Knopf zum Gelddrucken, also der Macht, die Geldmenge zu erhöhen. Es gibt Kriege, Pandemien, große Wirtschaftskrisen klopfen an die Tür und Staaten drücken diesen Knopf, um kurzfristig den Tag zu retten, Gehälter zu zahlen und das System am Laufen zu halten. Manchmal funktioniert das und bewahrt das System vor dem totalen Zusammenbruch. Aber wenn man die Dosis übertreibt, schmilzt das unsichtbare Silber im Inneren des Geldes, nämlich das Vertrauen. Inflation, Freunde, ist nicht nur das Ändern von Preisschildern im Supermarkt oder die Verteuerung des Lebens. Inflation ist die Erosion des Glaubens des Volkes an sein eigenes Geld. Solange sie daran glauben, dass ihr Geld morgen denselben Wert haben wird, sparen sie es, handeln damit und machen Pläne für die Zukunft. Wenn dieser Glaube jedoch einmal erschüttert ist, versucht jeder, wie ein Kapitän, der sein eigenes Schiff rettet, aus dem System zu fliehen. Die bleibende Lehre der Geschichte. Der osmanische Staat versuchte hinter den Kulissen verschiedene Reformen. Die Behörden versuchten, die Münzen neu zu prägen, Tashi-i Sikke, das Steuersystem umzustrukturieren und neue Währungsstandards einzuführen, um die Stabilität wiederherzustellen. Wenn das monetäre Vertrauen jedoch erst einmal beschädigt ist, ist es extrem schwer, es zurückzugewinnen. Jede neue Reform schürte den Verdacht, dass es zu einem weiteren Wertverlust des Geldes kommen könnte. Händler blieben vorsichtig, Soldaten blieben besorgt. Die Provinzgouverneure suchten in einem System, in dem die Zentralmacht Schwierigkeiten hatte, ihre finanzielle Glaubwürdigkeit zu wahren, nach Wegen, ihre eigenen Einnahmen zu sichern. Das Osmanische Reich brach nicht über Nacht zusammen. Die Osmanen blieben auch nach dem Höhepunkt der Währungskrise noch jahrhundertelang eine einflussreiche geopolitische Macht. Doch das Währungssystem, das ihren Märkten Stabilität verliehen hatte, war von Grund auf verändert. Und die Aktie erlangte nie wieder ihr altes Ansehen. Dies führt uns zu einer tieferen Lektion, die über die Geschichte eines einzelnen Imperiums hinausgeht. Die Methoden, wie Regierungen Geld verwalten, haben sich seit dem 16. Jahrhundert stark weiterentwickelt. Heute wird Geld in Münzstätten nicht mehr beschneidet oder im Silbergehalt reduziert. Modernes Geld existiert größtenteils in Form von Papierbanknoten oder digitalen Transaktionen, die über Zentralbanksysteme generiert werden. Die grundlegende Dynamik ist jedoch überraschend vertraut. Regierungen, die unter finanziellem Druck stehen, haben nach wie vor starke Anreize, die Geldmenge auszuweiten. Kriege, Wirtschaftskrisen und politische Verpflichtungen können Staaten zu einer Politik drängen, die kurzfristig die Liquidität erhöht. Manchmal stabilisiert diese Politik die Volkswirtschaften und verhindert deren Zusammenbruch. Zu anderen Zeiten jedoch zehrt sie die Kaufkraft des Geldes langsam auf. Inflation ist im Kern nicht nur ein Anstieg der Preise, sondern eine Frage des Vertrauens. Solange die Menschen darauf vertrauen, dass das Geld seinen Wert behält, werden sie es weiter nutzen, sparen und wirtschaftliche Beziehungen darum herum aufbauen. Wenn dieses Vertrauen jedoch schwindet, ändert sich das Verhalten rapide. Ersparnisse fließen in andere Vermögenswerte, Märkte fordern höhere Preise und das Finanzsystem wird weniger berechenbar. In Extremfällen können Währungen ihre Rolle als zentrales Tauschmittel völlig verlieren. Die osmanische Währungskrise erinnert uns daran, dass monetäre Stabilität niemals garantiert ist. Sie hängt von einem sensiblen Gleichgewicht zwischen staatlicher Autorität, wirtschaftlicher Disziplin und öffentlichem Vertrauen ab. Wenn dieses Gleichgewicht gestört wird, breiten sich die Folgen in allen Schichten der Gesellschaft aus. Händler tun sich schwer, Waren zu bepreisen, Arbeiter sehen die Kaufkraft ihrer Löhne schwinden und Regierungen geraten unter Druck, noch stärker einzugreifen.
Eine Politik, die das Problem oft nur verschlimmert. Dieser Kreislauf ist alt, taucht aber in der Finanzgeschichte immer wieder in unterschiedlichen Formen auf. Imperien brechen nicht immer wegen einer militärischen Niederlage zusammen. Manchmal beginnen die tiefen Risse an weniger auffälligen Orten, in den Schatzkammern, Münzstätten und Finanzregistern, und die Entscheidungen über das Geld formen das gesamte System im Stillen neu. Das Osmanische Reich brach nicht wegen einer einzigen schlechten Münze zusammen, es wurde schwächer, weil das Vertrauen hinter diesem Geld im Laufe der Zeit verschwand. Und wenn das Vertrauen in das Geld erst einmal verloren ist, kann es Generationen dauern, es zurückzugewinnen. Die Geschichte zeigt uns, Imperien und Staaten werden nicht immer an der Front durch feindliche Kugeln zerstört. Die größten, tödlichsten Risse beginnen meist in unauffälligen, stillen Räumen, in den Münzstätten, den Haushaltsbüchern und mit jenen kleinen Entscheidungen, die den Wert des Geldes bestimmen. Wenn das Vertrauen schwindet, beginnt auch der Boden unter den Füßen zu weichen. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.